Euro, aber ich meine, das ist enorm der Wert, sich daran zu investieren und zu probieren und dass du mal da immens viel Positives kanalieren. Es möchte viel Tieren auf, es möchte Prozesse mir einfach, es möchte Kontakte mir einfach, kann Leute aus dem Isolement rausholen, wo ich denke, dass wenn jemand die richtige Schule führt und aber auch die richtige Routinen, dass es unbedingt der Wert ist, sich daran zu lancieren. Also einmal würden wir raten, natürlich Hilfsangebote entgegenzunehmen, also zu schauen, gibt es in meiner Gemeinde Angebote, wo ich mich informieren kann, wo ich weiterlernen kann. Und wenn man diese Angebote vielleicht schon hat und dann dabei ist, diese Kompetenzen zu entwickeln, dann ist es ganz wichtig, sich selbst Zeit zu geben. Also nichts passiert von heute auf morgen, das lebt von einer Regelmäßigkeit. Also regelmäßig zum Beispiel mit dem Smartphone üben, Sachen machen, die einem Spaß machen. Am Ende muss es Spaß machen, sonst benutzt man es nicht. Und auch vielleicht nicht so streng mit sich selbst sein und sich auch gerne austauschen. Also oftmals lernt man auch viel über sein soziales Umfeld und von anderen Leuten, die es auch benutzen und die dann einem noch die neuesten Tipps geben können. Aber ja, am wichtigsten ist auch, dass man neugierig ist und offen bleibt für verschiedene Änderungen. Il faut surtout pas se sentir mal à l'aise. Il faut pas se sentir seul dans cette problématique parce que même nous, les plus jeunes, même les gens de tous les âges rencontrent des défis parce qu'on est face à quelque chose qui change tellement vite, à une vitesse incroyable. Tout le monde a du mal à suivre et que vous n'êtes surtout pas seul dans ces sentiments-là. Also was auf jeden Fall wichtig ist, sich Hilfe zu suchen, Unterstützung zu suchen, vielleicht sogar im privaten Umfeld, um auch einfach mal zu sehen, eine Motivation zu entwickeln, was bringt mir das eigentlich, wenn ich die digitale Welt nutze. Denn es gibt so viele Möglichkeiten, je nachdem, was man braucht, was einen interessiert, wo man profitieren kann, wenn man die digitalen Möglichkeiten nutzt. Und deswegen wäre es gut, sich umzuschauen, rechts und links, finde ich Hilfe im privaten Umfeld. Und wenn das nicht der Fall ist, dann auf jeden Fall hinzugehen und sich zu informieren bei all den Angeboten, die es auch im Rahmen vom Nationalen Inklusionsplan gibt. Bei BeSecure und auch bei vielen anderen Akteuren findet man viele Informationen, tolle Unterstützungs- und Beratungsangebote. An alle Menschen, die noch nicht digital unterwegs sind oder vielleicht auch Schwierigkeiten haben. Also ihr seid auf jeden Fall nicht alleine. Das ist schon immer der Fall gewesen. Die Technologien verändern sich und manchmal hat man vielleicht das Gefühl, ich brauche es nicht oder ich kann das nicht. Mit diesem Gefühl ist man nicht alleine, aber es gibt wirklich ganz tolle Möglichkeiten, davon zu profitieren, auch wenn man denkt, dass man es nicht kann. Weil die Erfahrung haben wir auch schon ganz oft bei BeSecure gemacht, in über 14 Jahren, wo es die Initiative gibt, dass man da was entdecken kann, wo man denkt, ja, das ist was für mich. Déjà, si les personnes ont des difficultés, on est là pour les aider, on est là sur place. Déjà, on va déjà essayer de comprendre où est leur difficulté, où est-ce qu'on peut les aider, les orienter. Et c'est surtout ça qu'on veut établir aussi dans notre quartier. En fait, les nouvelles technologies, ça touche tout le monde. Et on peut un jour se sentir en rupture par rapport à quelque chose de nouveau qu'on n'a pas eu le temps de découvrir. Et donc, en fait, l'inclusion, la citoyenneté numérique, ça concerne tous les citoyens du Luxembourg parce qu'on est toujours amené à apprendre de nouvelles choses. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, einfach mit einer gewissen Offenheit ranzugehen an die digitale Welt. Ja, es ist manchmal kompliziert und vielleicht macht es manchen Leuten auch ein bisschen Angst, was da alles so sich verstecken könnte. Aber wenn man da mit ein bisschen Neugier und ein bisschen Motivation rangeht und sich dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle Hilfe holt, wie bei uns in der Ewurstelbildung oder bei Clay oder in der Maison des Associations, dann kann man das doch alles schaffen und braucht dann auch eigentlich keine Angst zu haben davor. Je dirais de manière générale de venir sur notre site. Elle pourrait consulter un blog avec des articles sur les sujets actuels. On a aussi donc une newsletter, un podcast, un catalogue de plus de 200 produits. Elle peut obtenir des produits ou bien des services informatiques à prix fortement réduit, voire gratuitement. Zum Besten soll ihn keine Angst tun, soll ihn probieren. Ich meine, was wichtig ist, sind immer viele Leute, die sagen,
oh, ich werde, dass ich nur etwas Falsches gemacht und am Prinzip kann ich nicht viel falsch machen. Normalerweise ist die Website so programmiert, das kann ich nicht zum Aufstehen zu bringen, dass ich das eine Angst die ganze Tag könnt. Auch ihr in dem Formular fortschickt, kriegt ihr normalerweise gesagt, bist du sicher, dass du das willst machen. Das muss ich sich nicht fertig auszuprobieren, an der Magie zu gehen, die verschiedenen Funktionalitäten zu gucken, zu probieren. Und dann merkt ihr, dass das alles gut nicht so wie soll ich sagen, so angsterregend ist, wie die Leute heinz du mengen. Da will ich jedem de Message geben, den sich kein Computer leisten kann und zu Lützeburg wohnt, sich bei uns zu melden, mir helfen, für gratis einen Computer zu kriegen. Also selbstverständlich biete mir dann auch den passenden Kurs dazu, wie den da benutzt. Und am Endeffekt werden dann Menschen gesehen, dass der Computer ihnen mehr Vorteile wie Nachteile bringt.